Hallöchen, heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich Nathalie Zieger mit dabei und Nathalie kümmert sich ein bisschen oder ein bisschen viel um Human Design. Und nachdem in der Community immer wieder mal so gefragt wurde, was ist Human Design, was halte ich davon und wie unterscheidet sich das zur Astrologie und wie es überhaupt dieses ganze Konzept funktioniert, da habe ich gedacht, warum nicht einmal den Profi fragen? Und hier ist Nathalie und ich bin ganz gespannt, ja, was sie teilt und ich hoffe, dass es euch einen Mehrwert gibt, aber ich brauche eigentlich nicht hoffen, weil ich weiß, dass es so ist. Also Nathalie, ich freue mich, dass du da bist und ja, wie geht's dir? Was kannst du über dich sagen und über Human Design und wie du dazu gekommen bist und einfach ein bisschen walk the talk. Ja, Lea, danke, dass ich hier sein darf erstmal. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast, weil auch bei mir natürlich im Laufe der Zeit, wo ich mit dir in die Kurse eingetaucht bin, und ich habe sehr viele gemacht, ich immer gedacht habe, oh, ist das ein Konzept oder wie ist das? Und ich konnte jetzt im letzten Jahr intensiv nochmal tiefere Versionen des Human Design kennenlernen, auch durch dich tatsächlich. Aber wie bin ich dazu gekommen? Ich habe eine sehr schwere Krankheit hinter mich gebracht. Und im Laufe der Genesungsphase habe ich mir eine Heilung kreiert. Und das Human Design hat mir unglaublich geholfen, mich selbst in einer tieferen Ebene kennenzulernen, weil das Human Design, um es ganz einfach zu sagen, so ein bisschen so eine Landkarte ist, wo in diesen Zentren und Toren und alles sieht so ein bisschen nach Hieroglyphen aus, steht, schau mal hier, hier, hier und hier hin und guck mal, welche, um es in deiner Sprache zu formulieren, Hypnose-Codes zum Beispiel in diesen wahrnehmenden, offenen Zentren sind. Und geh da mal rein und ja, entwickel die mal weiter, bring sie in dein Herz. Und dadurch konnte ich wirklich einen großen Teil meiner Heilung erfahren, nämlich den Weg zur Selbstliebe. Und das Human Design zeigt so ein bisschen, ohne dir ein Konzept zu geben, wer bist du? Weil das ist eine Erfahrungswissenschaft. Also man sagt, jetzt guck dir mal das Zentrum an und was dann in deiner persönlichen Geschichte dahinter steht. Das erfährst du durch das Erleben und es ist auch kein schnelles Konzept, was man sich einmal so anhört und dann versteht man alles, sondern man geht wirklich in einen fühlenden Prozess und durch das Erfühlen von dem kommt irgendwann so der Punkt, oder es war bei mir so und auch in vielen Readings, wo man sagt, okay, da steht, ich bin gut so, ich fühle, dass ich so bin, warum bin ich dann nicht gleich so? Und es ist wie so eine Unterstützung, die einfach sagt, sei du, tu die Dinge, die dir wenig Energie klauen und dir viel Energie geben. Und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. Und deswegen bin ich heute hier und deswegen mache ich das auch und deswegen möchte ich es auch an die Leute bringen. Ja, das ist auf jeden Fall wundervoll. Und Human Design für jemand, der noch nie in irgendeiner Art und Weise damit Kontakt hatte, wie kann man sich das Human Design vorstellen? Was unterscheidet das Human Design von der normalen Astrologie? Mhm. Also das Human Design hat nimmt viel mehr Aspekte mit rein. Zum einen haben wir das alte I Ching, geht um diese, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, das heißt Hexagramme, also da geht es auch um den Binärcode zum Schluss sozusagen. Dann geht es natürlich um die Berechnungspunkte der Astrologie. Wir haben anders als bei der Astrologie einmal eine Persönlichkeitsseite, wo es wirklich darum geht, was ist dir bewusst? Wie gehst du durch die Welt? Und der Körper kriegt eine eigene Astrologie sozusagen und diese beiden Aspekte verbinden sich miteinander. Das heißt, wir sind nicht nur Geist, sondern auch Körper und das können wir abbilden in diesem Ganzen. Wir können eigentlich im Human Design bis in die Genstruktur reinschauen, wenn man sich wirklich tief damit befassen möchte. Und vielleicht auch teilweise die Biochemie, weil es zeichnet auch ab, was zum Beispiel Emotionen betrifft, was Stress und Druck betrifft. Also wirklich ist so breit aufgespannt, dass wir da sehr spezifisch auf den einzelnen Mensch reingehen können und dieses spezifische Wissen dann immer für jeden einzelnen Menschen da draußen aber wieder ganz individuell gelebt wird. Also es ist kein Dogma, es ist kein Kasten, in den man jemand reinpresst, sondern einfach eine Grundfrequenz, die schwingt. Und es kommt darauf an, auf welcher Frequenz du das dann lebst, sozusagen. Und da kann das einen großen Beitrag einfach leisten, die höchste Frequenz dessen zu leben oder eine hohe Frequenz zu leben. Und das ist eigentlich total schön.
Das heißt, du würdest jetzt sagen, dass Human Design also auch die Potenziale mit einliest, Mhm. anstatt einfach nur eine Person, ein Individuum, was jetzt so existiert und so existiert, weil die Sterne die Person zu der Person gemacht haben. Ich finde nämlich, Astrologie kann ein Anhaltspunkt sein, aber Astrologie, wie sie hier gelehrt wird auf der Erde, ist einfach nicht korrekt in dem Mhm. Kontext und Mhm. sehr viel auch unter ja, Weitergabe bestimmter Konzepte, die nur so sind und genutzt werden, um eine gewisse in Manipulation oder einen gewissen Effekt zu haben auf das Kollektiv. Das heißt, das, was gelehrt wird über Astrologie, ist teilweise einfach wie ein Werkzeug, für das in die New Age Hypnose mit reingeht, aber hat mit der eigentlichen Astrologie nicht mehr so viel zu tun. Also könnte man ja sagen, das Human Design ist eigentlich eher sowas wie eine Art Reading Chart anhand dessen der eigentlichen kosmischen Energie und Mhm. wie die kosmische Energie sich abbildet in der Manifestation des Menschen mit den ganzen Potenzialen. Das heißt, man könnte theoretisch mit Human Design auch rechtzeitig erkennen, wo zum Beispiel ein negatives oder ein positives Potenzial hingeht, wenn man lernt, es zu entschlüsseln und zu lesen, oder? Genau so ist es. Und ich möchte ein ganz praktisches Beispiel einfach mal machen. Es gibt im Human Design ein Zentrum. Wer jetzt mal seinen Chart machen möchte, der kann dann mal auf eine Plattform gehen. Und das ist ganz rechts außen und es nennt sich Solarplexus-Zentrum, ein Dreieck. Und da geht es zum Beispiel darum, dass Menschen, die hier eine Definition haben, also die ein ausgefärbtes Kästchen haben, die sind aussendend von Emotionen. Also andere können sie sozusagen fühlen und sie haben ihre eigenen emotionalen Verfassungen, schwingen in diesen und senden diese nach außen. Und Menschen, die hier offen wahrnehmend und ein weißes Kästchen haben, undefiniert, sagen wir im Human Design, die empfangen diese. So, und jetzt könnte man sagen, wenn man hier wahrnehmend ist, manchmal breche ich unter den Emotionen von anderen Menschen und ich halte das kaum aus und es ist so schlimm und es ist und so weiter. Und tatsächlich habe ich eine lange Zeit auch zu diesen Menschen gehört. Aber es gibt eben dieses eine Potenzial, also wir können sagen, wir brechen unter den Emotionen. Das andere Potenzial ist, ich nehme Emotionen in der Tiefe auf und wahr. Ich darf in diesem Leben alles, das gesamte Spektrum über Emotionen lernen und schon kann ich die Frequenzebene, und das bildet es einfach ab. Das ist so dieses kleine Bildchen, sagt dir einfach, guck mal hier hin. Da gibt es was, da kannst du Weisheit daraus entwickeln. Und dann spricht man davon nicht, dass du in dieser Überkonditionierung dieses Zentrums bist und darunter vielleicht zugrunde gehst, sondern du erkennst, aha, ich empfange, ich nehme wahr und jetzt kann ich alle Bewusstheit, all das, dieses breite Spektrum an Emotionen einfach in dieser Inkarnation, in der ich mich jetzt befinde, in Wissen und Weisheit bringen. Und dann kriegen wir ein Shift im Verstand, im Mind. Und natürlich ist das Human Design als erstes mal ein mentales Konzept und ich erzähle dir jetzt mal, schau mal hier, da, da. Und dann geht es nicht darum, dieses Konzept einfach zu adaptieren und sagen, sie hat gesagt, ich habe das, also mache ich das. Darum geht es überhaupt nicht. Also es ist das Verkehrteste, wie man es Human Design also irgendwie damit arbeiten kann, sondern, aha, ich beobachte das jetzt mal genauer und dann kann ich eintauchen und dann fallen dir Momente auf. Jetzt tappe ich nicht in die Falle. Jetzt schnappt mich die Emotion nicht, sondern ich bleibe in der Wahrnehmung, ich atme, ich verbinde mich und kann dann sozusagen das Ganze in Wissen und Weisheit bringen. Und das sind die Potenziale, die wir im, ich sage jetzt mal, Licht und Schatten in einer bestimmten Form auch leben können, sozusagen. Und da ist einfach das ein hilfreiches Tool aus meiner Perspektive. Einfach um sich mehr selbst zu verstehen, weshalb man Ja. so ist, wie man ist. Und wenn ich überlege, als ich das allererste Mal von Human Design gehört habe, war das eher so, ach spannend, was Neues. Das war damals vor ja, 15 Jahren oder so, denn noch länger. Da hatte ein Bekannter angefangen, Human Design zu lernen und so, ja, dann gibst du das ein und das ein und das ein. So, ja, wieder ein astrologischer Chart. Sagt, nee, 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 mach das mal, gib das mal ein. Und dann standst du so vor diesem Chart. Damals gab es die Webseite, da gab es noch keine Apps dafür. Und dann sieht man das und denkt sich, aha, da ist so eine Figur drauf, die guckt in irgendeine Richtung und so lustige Symbole. Und dann denkt man sich, okay, und jetzt? Es gab einfach nicht viel Information Mhm. über Human Design. Damals musste man dann auch wirklich sich Bücher über Bücher über Bücher holen, um dann überhaupt eine Chart auslesen zu können. Dafür gibt es jetzt die Apps, Gott sei Dank.
Und damals das Reading, er hatte das dann versucht gehabt und es war aber so ein bisschen so, okay, weil es war noch relativ neu hier in Deutschland, würde ich sagen, vor 15, 20 Jahren. Und aber damals war so ein Punkt war, wo mir geholfen hat zu verstehen, dass ich so stark mich isolieren möchte, weil ich so stark so viel fühle, so viele fühle. Und da hatte es in mir auf der einen Seite dieses ganz alte Konzept von wegen, ich bin ein Opfer von dem, was ich bin. Dann kam so dieses astrologische Konzept mit den Sternen, so ja, du bist so, weil die Sterne dich so gemacht haben. Aber dann nach einer gewissen Zeit, wo ich dann darüber nachgedacht habe, war so, nein, warte mal, das Human Design zeigt ja eigentlich, was da ist und meine Perspektive entscheidet dann letzten Endes, wie ich das sehe. Und Entschuldigung. Und letzten Endes hat das dann auch immer in mir dann nochmal die Offenheit geweckt, vielleicht doch nochmal mehr in das Human Design zu gehen und dann auch mal ein richtiges professionelles Reading zu machen und zu sagen, hey, okay, jetzt lass mal gucken, was ist da, um mich zu verstehen. Nicht nur zu verstehen, weshalb ich, wie du gesagt hast, zum Beispiel leide unter den bösen Emotionen der bösen Leute, sondern dass man wirklich dann versteht, ah, okay, warte mal, das ist auch ein Geschenk. Es ist ein Mhm. etwas, mit dem ich ja nicht ohne Grund mitgekommen bin. Wenn man Mhm. das verbindet mit dem tiefen Wissen, dass eine Seele sehr wohl ganz genau weiß, wie sie kommt und die Inkarnation sehr wohl, weil sie geplant hat und wenn ein Zentrum leer und undefiniert ist, dann dient das natürlich immer irgendeinem Zweck. Und das ist definitiv nicht, um zu einem Opfer zu werden der definierten Zentren. Ganz genau, ganz genau. Aber in Anbetracht der gesamten Hypnose-Codes könnte, also ich spreche jetzt so ein bisschen auch in deiner Sprache, nicht nur Ja, Human klar. Design Sprache, sondern dann könnte das auch sein, dass wir einfacher feststellen können, sozusagen, wo landen denn diese Hypnose-Codes in Ja, mir und was ist konkret der Punkt, sozusagen, wo ich ansetzen kann. Und das war zum Beispiel bei mir das Geschenk der Heilung auch, weil auch Krankheit manifestiert sich natürlich darüber, dass du dich selbst nicht lebst, dass du dich selbst ja, nicht liebst. Sonst, wenn ja, du dich selbst liebst, richtig, kannst du nicht krank werden. Brauchen wir wahrscheinlich ja, gar nicht drüber sprechen. Und das hilft dir sozusagen aus meiner Perspektive wirklich diese Selbstliebe da reinzukommen in einer bestimmten Form als Guiding so ein bisschen und gleichzeitig aber nicht, und das möchte ich nochmal ganz wichtig unterstreichen, an diesem Konzept festzuhalten. Und dieses Konzept einfach auch, sie hat mir das gesagt, also mache ich das jetzt, sondern ja, wir sind genau. absolut selbstermächtigt da drin auch. Ja. Sehr, sehr schön auf jeden Fall, der Ansatz. Auf jeden Fall, ich finde Human Design ganz, ganz spannend und auch die Betrachtungsweise, die du mit dazu addierst, finde ich unglaublich wertvoll. Und ich finde auch ein Human Design Reading letzten Endes ist auch nur so gut wie derjenige, der es ausdrückt. Und ich, Ja, was ich gehört habe von dem, auch wie du es machst, finde ich, ist wirklich phänomenal und kann es nur empfehlen, einfach mal, ja, das einfach mal von dir mal auschecken zu lassen für die, die interessiert sind, Human Design und einfach mal mehr über sich wissen wollen, von Natalie und einfach mal zu gucken, okay, was ist da los, aber das Ganze im Empowerment und nicht wie ich in meinem allerersten Reading gedacht habe, ah, okay, gut, ich habe ein undefiniertes Zentrum und damit fließen die definierten Zentren immer in mich rein und deswegen Hilfe, mhm. Hilfe, Hilfe, fühle ich mich so, wie ich bin, ich Mhm. armes Selbst, sondern wirklich ein ermächtigendes Reading zu haben, das einem mehr Verständnis für sich selbst und auch dadurch natürlich mehr sich selbst zu fühlen und zu erkennen daraus resultiert. Und das wäre ja letzten Endes aus meiner Perspektive eine absolute Gewinnsituation zu erfahren Total. über das Human Design. Okay, ich erkenne mich jetzt. Ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin. Und bestimmt kann man auch in einem Human Design zukünftige Potenziale erkennen, oder? Wenn man sieht, weshalb die Personen so sind oder sich so fühlen, wie sie fühlen, oder die Situationen in ihr, um sie herum so sind, wie sie sind, oder die Mhm. Empfindungen, dann kann man doch bestimmt auch über das Human Design in diesen Potenzialen herausfinden, was noch auf einen wartet, oder? Ja, und ja, das kannst du. Also Human Design ist jetzt nicht dazu, in die Zukunft zu schauen, sondern es ist kein, wie soll man sagen, es ist kein Konzept, das dir sagt, was du bist, sondern du erfühlst über diese Informationen immer selber, wer du bist in diesem ganzen Raum. Aber was es ist, und das ist das total Schöne ist, überall, wo deine Triggerpunkte sind,
sind zum Schluss deine höchsten Potenziale. Wenn du durch diese Konditionierung und durch diese Hypnose-Codes durchgehst, hast du dann natürlich ein unglaublich hohes Weisheitspotenzial da drin. Und das kann man pauschal wirklich sagen, dass das, was am meisten triggert, wenn wir durchgehen, wirklich unsere Kraft am stärksten sozusagen nach außen bringt. Und was ich so toll finde, jetzt auch das Human Design kombiniert mit deinen Kursen, die ja ist, dass wir aus der Perspektive des Human Design in 2027 steht ein Shift bevor. Also man kann sagen, diese ganz großen Zyklen verändern sich alle 400 Jahre. Und wir kommen jetzt aus der Perspektive des Human Design aus einem Zeitalter, wo es um Loyalität ging, wo es darum geht, stabile Strukturen aufzubauen. Wir haben eine Krankenversicherung, wir haben, was weiß ich, Feuerwehr, wir haben, Krankenversicherung, wir sind genau, versichert krank. genau. Da sagst du was Gutes, genau. Sagt eigentlich schon alles. Krankenversicherung, also wir haben eine Struktur geschaffen, irgendwie global, wo jeder in so ein Raster gepackt wird. Wo über Versicherungen vielleicht auch ein bisschen, warum sollten wir uns versichern? Wir könnten eigentlich für unsere Gesundheit selbst verantwortlich sorgen. Und das, was in 2027 passiert, ist, dass wir einen Shift erleben werden und dass es weg von diesen Strukturen, von dieser Agenda, wie du es nennst, wirklich, das ist dieses Zeitalter, das wir sozusagen als tiefe Prägung in jeder Zelle, wo wir reingewachsen sind, ins Schulsystem. Wir haben uns ernährt, wir haben Poster an der Wand kleben gehabt von Leuten, die uns bestimmte Konzepte vermittelt haben und. Also tausend Sachen. Die Und Bravo, ne? genau, und da wurde uns ja genau gesagt, so muss es sein, so ist es richtig und das ist der Trend und so weiter. Und jetzt shiftet das Ganze und da ist das Master Key Tor, also man kann das ziemlich tief nach unten genau aufschlüsseln, ist den individuellen Spirit leben. Von dieser Loyalität oder auch falschen Loyalität, wo man einfach jemand loyal ist, weil er einen füttert, sage ich jetzt mal, oder weil er einem Sicherheit gibt, hinzu, ich bin ich. Ich fühle mich. Tor 55 ist das. Und das ist auch ein Tor am Emotionalzentrum. Es geht um Fühlen. Und dieses Fühlen ist sozusagen der Schlüssel, diese Emotionalität zu fühlen, welche alten Konzepte schwingen in uns, um sie zu erlösen sozusagen. Weil wenn da nur so ein Konzept rumflattert und da gibt es kein Gefühl oder keine Emotion dazu, würden wir ja gar nicht merken, dass das irgendwie manchmal auch ein bisschen total bescheuert ist, was wir da machen, ehrlich Ja, gesagt. ja, Und da geht es eben in 2027 darum, dass diese neue Bewusstheit fühlend ist. Und wenn man die Leute, die in deine Kurse geht, es geht im Grunde nur darum, dass wir fühlen, dass wir in unser Herz gehen und dass wir diese Bewusstheit entwickeln. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, du bist eigentlich im Grunde nicht eigentlich, du bist ein Sinnbild für das, was aus Perspektive des Human Design in 2027 kommt, für uns alle global als Hintergrundfrequenz, als durchdringende Energie auch, die sich langsam natürlich aufbaut, wo es darum geht, leb dein Spirit, steh für dich ein, sei selbstermächtigt, stell dich auf die Hinterpfötchen für deine Dinge, dann kommen die richtigen Leute dazu und fühle und bring die alten Konzepte, weil der Verstand wird abgelöst durch das Fühlen, in dein Herz, bring sie in Wissen und Weisheit, gib sie deiner Seele nach oben sozusagen und dann kannst du natürlich ja, das ist eine ganz neue Welt. Das hat nichts mehr damit zu tun, wie davon, wo wir kommen, ehrlich gesagt. Und das ist wunderschön. Und als ich die ganzen Kurse besucht habe und dann gleichzeitig mein ganzes Human Design Wissen, habe ich gedacht, wow, das ist wirklich für mich so ein Match, was da entstanden ist.